Warum sage ich Nein zu Pochettino und Rodri? Das würde ich euch gerne erzählen, denn dann sind noch Plätze frei. Also die Karten werden für das Spiel gegen City nicht verkauft und dann gab es da irgendwelche Diskussionen oder irgendwelche Liebeleien mit Mbappé in Paris. Das wurde mir zugetragen, da sollte ich mal drauf antworten. Ja, mein Name ist Dennis. Hala Madrid, schön, dass ihr dabei seid und nicht vergessen, mein Video zu liken und zu teilen und mir natürlich zu folgen. Das würde mir natürlich sehr weiterhelfen, damit wir hier auch größer werden. Ja, wo fangen wir an? Ja, fangen wir mal mit den Karten an. Also die Karten werden nicht verkauft. Es gibt noch einige Plätze, die frei sind. Natürlich gibt es die immer, weil wegen Sicherheit Champions League. Aber grundsätzlich werden die Karten nicht verkauft. Das heißt, wir werden wahrscheinlich, wenn sich bis dato nichts ändert, werden wir viele freie Plätze sehen. Ja, meine Meinung, das ist meine Meinung. Erstens, wir spielen schon wieder gegen City. Ja, wir spielen schon wieder gegen City. Für manche vielleicht zu langweilig, I don't know. Ne? Ich meine immer, das ist schon komisch, immer gegen City im Achtelfinale, ne? Oder im Viertelfinale, aber City. Naja, aber meistens sind das ja trotzdem geile Spiele gewesen. Und City, nochmal vorweg, kommt richtig gut. Die haben letztens gewonnen, jetzt in der Liga ohne viele Stars, ohne Haaland. Die sind sehr stark aktuell, da sehe ich so und so schon schwarz. Ja, es wird sehr hart werden. Naja, das ist ein anderes Thema, das hatten wir ja gestern. Aber was meine Meinung ist, meine richtige 100% Meinung ist, dass wir oder viele Fans die Schnauze voll haben von unserem langweiligen Fußball. Und unser Fußball ist langweilig. Das muss ich schmerzend sagen, als langer Madrid-Fan. Wir müssen besser spielen, weil das guckt sich keiner mehr an, weil da kriegst du Augenprobleme, da kriegst du was auch immer, wie man das mal so schön sagt. Das ist schmerzhaft, sich das anzugucken. Es ist absolut das ist Totenfußball. Das ist Standfußball manchmal. Es ist einfach, ich muss das so hart sagen. Ich bin ja so und so ein bisschen härter mit meinen Aussagen, weil man kann auch nicht immer alles immer schön reden oder wenn man vielleicht mal einmal gewonnen hat, immer alles toll reden. Oder wenn man irgendwas hört, oh ja, das ist wieder eine schöne Nachricht. Nein, da bin ich anders. Also hier wird Real Talk immer geredet, so wie das hier. Und es ist einfach schrecklicher Fußball aktuell. Ist einfach so. Und ich habe das schon nach dem 6-1, ich habe schon gewarnt, Leute, fallt nicht in was rein. Das ist jetzt dieses eine Spiel gewesen. Das war auch nur unser letztes gutes Spiel, aber der Gegner war eben auch nicht stark. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall meine Meinung. Da könnt ihr ja mal unterschreiben, was ihr davon haltet. Dann gehen wir jetzt mal zu Mbappé. Da wurde ich angeschrieben, was ich davon halte. Er ist ja vielleicht gar nicht verletzt. Er hat sich neu verliebt. Gut, ich habe mir da noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir nur Gedanken drüber gemacht, dass er gesund wird und habe das, sag ich mal, mitbekommen und habe jetzt ein bisschen nachgeschaut, recherchiert und ja, was soll ich sagen? Ja, er hat sich verliebt, hübsche Frau, whatever. Ja, aber was soll er denn auch die ganze Zeit dort machen? Ich meine, ich denke mal, seine Behandlungen werden ja nicht den ganzen Tag sein oder schon, aber er wird ja nicht, also es wird ja die ganze Woche eventuell irgendwas kontrolliert und das geht ja nicht von heute auf morgen. Und was soll er in der Zwischenzeit machen? Also es ist doch völlig egal. Dann macht er das eben. Solange, weil ganz ehrlich, gegen Mbappé, der bringt seine Leistung. Wie viele Tore hat der jetzt gemacht? Das ist der letzte, wo man wirklich was sagen kann. Oder sollte. Ne? Ich glaube, da gibt es ganz andere. Vielleicht sollte man Bellingham hinterherfahren und gucken, was der so macht. Ne? Und so weiter und so fort. Oder whatever jetzt. Aber ein MAP soll er doch da mit seiner neuen Flamme und seiner hübschen Frau machen, was er soll er doch. Ne? Er ist ja, glaube ich, jetzt wieder in Madrid. Und dann ist doch gut. So, jetzt nehme ich das jetzt in großen an. Wir fangen mit Mauricio Pochettino an. Da war ja mal was. Wollte Real nicht ihn schon mal haben? Hat er nicht Real sogar abgesagt? Auf jeden Fall, er will angeblich das Gerücht, ich sage immer mit Gerüchten, weil da habe ich nicht wirklich weiter nachgeschaut. Warum? Weil ich kein Fan von Pochettino bin. Genauso wie Arbeloa. Arbeloa allerdings als Trainer jetzt. Ich habe da nichts von, ich sag ja jedes Mal das war keine gute Idee. Und ich finde auch nicht, dass Pochettino, und er wird das auch nicht hinbekommen. Er wird das mit den Spielern nicht hinbekommen. Und ich bin auch der Meinung, dass das nicht der richtige Trainer für Real ist. Ein Xabi Alonso hätte da bleiben müssen. Punkt. Ausrufezeichen. Ein Zidane kann meinetwegen zurückkommen. Also eigentlich nicht. Also
danke an Zidane, wir haben 3-mal Champions, was er alles gemacht hat, an Ancelotti auch. Aber man kann ja nicht immer jemanden zurückholen. Aber dann lieber die, es hört sich jetzt blöd an, ne? Aber ihr wisst, wie ich das meine, als Pochettino, weil ich bin kein Fan von ihm und ich glaube auch nicht, dass das was wird. Das ist dann wieder so ein, weiß ich nicht. Ich glaube, das wird nichts. Der kriegt das nicht hin bei uns. Ich kann mir das, nee, lassen wir es einfach. Deswegen habe ich das Thema will ich gar nicht größer machen. Ich bin der Meinung, dass ihr könnt gerne in die Kommentare schauen, was ihr davon haltet. Ich bin der Meinung, bitte nicht holen. So, und den machen wir einen Übergang zu Rodri. Bitte auch den nicht holen. Warum? Er ist ein sehr guter Spieler, aber auch nicht mehr so gut wie bevor er seine schwere Verletzung hatte. Und jetzt kommen wir ja dazu. Das ist jetzt ein Kreislauf. Wir holen einen Rodri, der eine schwere Verletzung hatte. Den wollen wir gern haben. Zahlen dafür, ich weiß gar nicht, ob das jetzt, wie das über die Bühne geht, ob wir richtig ablöhnen oder ob der for free kommt, weiß ich gar nicht. Aber ist egal. Auf jeden Fall, ob for free oder für viel Geld. Wenn er für Geld kommt, kommt er sehr viel, dann wird er sehr teuer. Und dann mit unseren Schwachmatenärzten, die wir haben, soll derjenige kommen, der schon eine schwere Verletzung hatte. Dann wir holen wieder einen Verletzten. Also, ne, ihr wisst. Nee. Und dann im Mittelfeld. Warum Mittelfeld? Und warum, weshalb? Haben wir nicht woanders genug Probleme? Warum Mittelfeld? Was wird denn aus Arda und Co.? Bellingham? Soll ich jetzt aufzählen? Ihr wisst doch, wer das spielt. Und wer soll sich dann auf die Bank setzen? Arda Güler? Wenn wir jetzt einen Kreislauf? Ich weiß auch nicht, wenn Pochettino kommt, wenn Rodri und Pochettino kommen, was ist denn mit Arda Güler? Ich sehe so ein bisschen, das ist alles, auf jeden Fall, nein. Bitte die beiden nicht holen. Das ist meine Meinung. Ihr könnt ja bitte unterschreiben, was ihr davon. Es gibt auch bessere Spieler noch als Rodri. Auch meine Meinung. Ich sag das Real Talk in your face. Ne? In your face. Weil das einfach so ist. Man muss realistisch sein. Er ist verletzt, wir haben keine gute Ärzte. Das sind Schwachmaten. Was läuft da rum, wenn unsere Spieler weggehen und woanders sich behandeln lassen? So, und dann sollen wir einen, der schon angeschlagen im Endeffekt ja trotzdem ist, ne, und kaputt war mit einer schweren Verletzung, den holen wir dann zu unseren Ärzten, weil der wieder was Kleines hat, kriegen unsere Ärzte das nicht ansatzweise hin. Und wer weiß, welcher Arzt das überhaupt hinkriegt, wenn er wieder was hat, dann ist der vielleicht ganz platt. Und dann haben wir Rodri gekauft, haben vielleicht viel Geld ausgegeben und so weiter und so fort. Nein, ich halte davon. Ich bitte nicht. Nicht Rodri und dann auch nochmal mit dem Ballon d'Or. Ein ganz wichtiger Teil. Ich bin lange Real Madrid-Fan, aber das war Kinderkacke. Man hätte da hinfahren müssen, weil dort nicht anzutreten und ich bin wie so ein kleines Kind, wir machen das nicht mit. Vinny hätte Ballon d'Or-Sieger werden müssen. Okay, das weiß ich, Punkt. Aber ist nun mal, denn das ist ja für Rodri trotzdem so nach dem Motto, scheiß mal auf ihn. Und dann möchte man ihn haben. An Rodris Stelle würde ich sagen, nein, aber natürlich geht das nicht, weil es geht ja nicht höher. Real Madrid, das geht nicht höher. Du spielst dann beim besten, größten, aber es ist nun mal, das sag ich. Und deswegen, das hat auch mit Real Talk zu tun. Man muss auch als Madrid-Fan mal ein bisschen Tacheles reden, weil das funktioniert so nicht. Und das ist doch alles ein purer Chaos. Pochettino, der hatte, wie gesagt, Rodri, ich würde das nicht machen. Und diese ganze, was dahinter rumlief, ihr könnt ja gerne unterschreiben, was ihr davon haltet. Das ist meine Meinung. Genau wie Arbeloa, das ist auch nicht ich halte da auch nichts von der Idee. Das hätte man anders machen können müssen. Vielleicht hätte man auch einen anderen. Aber nein, man hätte eigentlich Alonso da lassen sollen. Punkt. Ganz einfach. Und dann hätte man sich gegen die Spieler wenden müssen und da hätte man was machen müssen. Aber das ist wieder das Thema, hatten wir und deswegen lassen wir es. Also, Hala Madrid, Freunde, wir sind gespannt. Vielleicht gehe ich live. Ich hoffe, dann seid ihr auch mal bei mir dabei. Wäre ja cool, wenn ich live gehe zum Spiel, also auf YouTube, hier klar. Schön das ganze Spiel durchgucken wir mal. Und dann, wie gesagt, sehen wir uns bald wieder. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von diesen oder von meinen Thesen haltet. Und dann würde ich sagen, bin ich raus. Und folgt mir nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.